Servus, ich bin's, der Philipp vom Pomade-Shop und willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Und heute, wie man vielleicht sieht, zeige ich euch mal oder erzähle euch mal ein bisschen was zu Bürsten. Und wie der ein oder andere schon sieht, wir haben unterschiedliche Bürsten, sind aber im Prinzip alles die gleichen Borsten und alles das gleiche Holz. Es ist alles Birnbaumholz und hat wunderschönen, Aufdruck oder nicht Aufdruck, sondern reingefräst. Und zwar Don Draper, also The Modern Brand for the Modern Man. Und ja, das Ganze ist eben nicht nur aufgedruckt, sondern tatsächlich reingefräst, dass das Ganze eben auch schön lange hält. Haben wir bei allen, dass ihr eben davon auch was länger habt. Und jetzt fragt sich der ein oder andere, warum die ganzen verschiedenen Größen? Es sind einfach Bürsten für verschiedene Zwecke. Also wir haben hier einmal die ganz klassische Haarbürste mit Griff, die ihr eben zum Stylen oder zum Pflegen hernehmen könnt. Dann haben wir eine ohne Griff für diejenigen, die lieber die Bürste eben so schön in die Faust fast schon nehmen wollen. Und dann haben wir so eine Zwischenbürste, die sowohl sehr gut für die Haare, vor allem für die Seiten geeignet ist, eben um Konturen anzulegen oder die Seiten anzulegen, als auch als größere Bartbürste für diejenigen, die einen Vollbart haben, um eben den Bart durchzubürsten. Und dann haben wir noch die zwei kleineren, die man eben für diejenigen, die Bürste zu groß ist oder die zum Beispiel, so wie ich, nur einen Schnauzer haben. Ich habe zum Beispiel die kleine hier, dass ich einfach abends, wenn ich meinen Wachs auswasche und dann nochmal Öl drauf mache, das Ganze eben schön bis auf die Haut und verteilen kann. Und auch das Öl einfach auch zwischen die Haare kriegt und das Ganze noch ein bisschen, peelen kann sozusagen. Das Ganze gibt es dann auch noch mit Griff für all diejenigen, die lieber mit einem Griff arbeiten. Grundsätzlich sind die Haarbürsten mit Wildschweinborsten. Hat einfach damit zu tun, dass Kunststoffbürsten nicht denselben Pflegeeffekt haben oder denselben Effekt auf den Haaren haben wie Wildschweinborsten. Also die Wildschweinborsten sind einfach poröser und etwas gröber als glatte Plastikborsten, die man bei vielen anderen Bürsten hat. Dadurch kann sie einfach zum Beispiel Öle und Fette von Pomaden oder auch Bartöl besser verteilen, kann auch Dreck aus den Haaren einfach besser rausbürsten sozusagen. Und was ihr auch noch bei denen habt, die Borsten haben nicht die gleiche Länge, sondern sind unterschiedlich lang. Also sieht man jetzt im Video wahrscheinlich nicht, aber wenn ihr mal eine von Don Draper in der Hand habt, seht ihr einfach, dass die unterschiedlich lang sind. Ist einfach auch dazu da, um eben, blöd gesagt, wie bei einer Zahnbürste, die auch unterschiedliche Höhen hat, unterschiedlich weit zu kommen. Also, dass sie eben die Haare erwischt, aber auch teilweise eben bis runter auf die Haut und verschiedene Haarschichten sozusagen erwischt. Und die Bürsten sind eigentlich dazu da, wie man hier vielleicht schon sieht, nicht nur zum Styling, was man vielleicht denkt, gerade für einen Slickback oder für die Seiten, sondern eben auch, wie ich es eben schon gesagt habe, um Öle zu verteilen. Die Haut bildet ja auch Öle, also von Natur aus Talg. Und auch den kann man eben wunderbar mit diesen Bürsten verteilen. Sorgt einfach dafür, dass die Haare von Natur aus schon mit Fetten und Ölen bedeckt sind. Und das ist ja eigentlich gesundes Haar. Also gesundes Haar glänzt ja auch immer, weshalb man ja eigentlich nicht jeden Tag die Haare waschen sollte, sondern lieber einen Hairtonic verwenden oder eben eine Bürste, um den Dreck rauszuziehen mit der Bürste und eben den Talg, die natürlichen Hautöle über die Haare zu verteilen, dass sie nicht nur auf der Kopfhaut liegen, sondern eben sich über die Haare legen. Dann kann man das Ganze eben noch zum Styling verwenden. Das werde ich euch auch gleich zeigen. Und zwar mit einem Hairtonic oder mit Brillantin. Die nutze ich zumindest immer ganz gerne. Der Max zum Beispiel wird es dann eher für seine Seiten benutzen, um einfach die Haare noch strenger anzulegen, wenn da was absteht. Das funktioniert nämlich mit Bürsten auch sehr gut, dass man die Haare richtig schön, ich zeige es jetzt mal hier im Kontrast, richtig schön anlegt. Und dann sind sie eben noch glatter, noch angelegter als mit einer Bürste, wo ihr dann die Kammlinien habt. Da habt ihr fast schon keine Kammlinien mehr. Gut, ist ja auch eine Bürste. Sondern habt das Ganze eben richtig schön angelegt. Zur Pflege von solchen Bürsten, dadurch, dass sie Holz sind, kann das Holz natürlich auch aufquillen und die Haare verlieren oder die Borsten verlieren. Also wenn ihr solche Bürsten verwendet, dann am besten nicht zu nass werden lassen. Und wenn ihr sie mal sauber machen wollt, könnt ihr mit einem feinen Kamm eben einmal durchgehen, die Haare rausziehen
Und danach dann mit einem milden Shampoo, zum Beispiel einem Bartshampoo oder mit eurem milden Haarshampoo, die Borsten schön waschen und dann am besten so rum auf ein Handtuch legen, dass dass die Feuchtigkeit aus der Bürste, also dass die Feuchtigkeit nicht in das Holz zieht, sondern eben nach unten hin wegtrocknet. Sonst quillt eben das Holz auf, dann habt ihr nicht nur unschöne Verfärbungen vom Holz, sondern das Ganze kann eben auch dazu führen, dass die Bürste aufquillt und dann diese Haare, die eingesteckt sind, eben verloren gehen. So eine Bürste kann, wie auch ein Rasierpinsel, auch immer wieder Haare verlieren. Das ist ganz normal. Also wenn ihr euch wundert, dass da mal ab und zu ein paar Haare rausfallen, ist auch ganz normal. Es sollten halt die Haare hier nicht büschelweise rausfallen. Wenn das passiert, kontaktiert uns gerne. Dann schauen wir da, was da bei der Bürste nicht passt. Ansonsten sollte so eine Bürste eigentlich auch, wenn ihr sie eben pfleglich behandelt und nicht irgendwo liegen lasst, wo es nass ist, jahrelang halten. Also da habt ihr eigentlich ein Invest, das, ja, blöd gesagt, ewig hält, aber naja, nicht ewig, aber schon einige Jahre. Gut, das heißt, Bürsten sind grundsätzlich zur Pflege von Haar und Haut, sowohl Kopfhaut als auch im Gesicht, also Bart, zur Bartpflege. Und dann zeige ich euch jetzt mal, was ich da so machen kann mit meinen feinen Haaren. Kann ich Bürsten ganz gut verwenden, auch zum Styling. Und nehme jetzt da das Don Draper Hair Tonic Gold her, das durch das Öl, was da enthalten ist, einfach noch ein bisschen Halt gibt, zumindest bei mir. Gebe mir einfach davon ein bisschen was in die Hand. Verteile das gut. Und dann ins Haar. Massiere das Ganze ein. Oder verteile es zumindest gut. Und den Rest lasse ich dann jetzt die Bürste machen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Ich nehme tatsächlich immer am liebsten die ich einfach so greifen kann. Und dann merkt man eben, dass man das Ganze bis auf die Kopfhaut eben runterbringt. Man merkt die Bürsten schön an der Kopfhaut. Da habt ihr auch ein bisschen Peeling. Das Ganze ist eben auch, je nachdem wie fest ihr natürlich aufdrückt, kann das Ganze auch einen ganz guten, ja, Durchblutungseffekt haben, indem ihr die Kopfhaut halt schön massiert. Also ihr könnt das Ganze auch eben morgens auch mit einem Hairtonic mit Menthol zum Beispiel einfach auch nehmen, um die Kopfhaut so ein bisschen zu massieren, die Durchblutung anzuregen. Das Ganze soll, aber das ist eben medizinisch nicht erwiesen, auch gegen Haarausfall helfen, weil man eben die Kopfhaut durchblutet. Aber was ihr daraus macht, ist natürlich euch überlassen. Haarausfall ist ja immer so ein krankheitsbedingter Befund, dass ihr, dann solltet ihr zum Arzt gehen oder genetisch und dann kann man auch nicht mehr viel machen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber manche schwören eben auf die Haarbürste, dass die hilft. Können wir natürlich so nicht stehen lassen, aber man kann es natürlich mal ausprobieren. Ansonsten ist es eben ganz schön für diesen ganz klassischen angelegten Look. Wie man sieht, bei mir hinten geht's nicht ganz. Das heißt, ich nehme jetzt vorher nochmal einen Kamm, um die Haare einmal gerade zu kriegen. Das ist Vor- und Nachteil von meinen ganz feinen Haaren, dass die teilweise so fein sind, dass eben die Bürste nicht mal mehr da irgendwas machen kann. Und dann nochmal die Bürste, um es nochmal schön anzulegen. Und dann habt ihr wirklich so einen richtig, richtig glatten Slickback. Genau, das war es eigentlich zum Styling schon. Aber wie gesagt, viele verwenden das auch gerne, die eine Pomp zum Beispiel haben, um oben einfach die Haare schön voluminös zu machen und dann im Nacken und die Seiten nochmal anzulegen. Also das funktioniert bei solchen Bürsten wunderbar. Und ansonsten, wenn ihr sehr angelegte Frisuren, so wie ich, haben wollt und auch die feinen Haare dazu habt, dann funktioniert es eben entweder mit einem Hairtonic ganz gut, das Öl enthält. Ihr braucht ein bisschen Öl, sonst hält es eher nicht. Weil wenn es dann trocken wird, dann verliert es den Halt. Dafür braucht ihr aber eher schon sehr feine Haare, die schon fast von Natur aus so liegen. Ansonsten kann ich euch empfehlen, sowas wie den Roche Hair Balm zu verwenden, also sehr weiche Pomaden, nicht zu viel davon und dann das Ganze anlegen. Mit allzu festen Pomaden wird es nicht funktionieren, weil die dann eher abstehen und ihr teilweise auch mit der Bürste gar nicht durchkommt. Also da braucht ihr tatsächlich eher weiche Pomaden oder zum Beispiel sowas wie die Brillcream, also Haarcremes, leichte Haarcremes. Und dann könnt ihr eben diesen angelegten Look eben hinkriegen, diesen 1920er Jahre Look, dass das Ganze eben schön anliegt. Und wie gesagt, ihr habt ein schönes Naturprodukt hier mit Birnbaumholz, mit Wildschweinborsten und habt eigentlich so dreierlei aus der Bürste. Also einmal Styling, einmal
Peeling und einmal Pflege, beziehungsweise dass die Öle verteilt werden. Wenn ihr noch Fragen zu den Bürsten habt, dann schreibt uns gerne in die Kommentare, ruft uns an, schreibt uns eine Mail. Ansonsten kann ich es jedem empfehlen, mal so eine Bürste auszuprobieren, auch für den Bart wunderbar geeignet. Wenn ihr irgendwie starten wollt, dann mit der kleinen zum Beispiel, wenn ihr auch einen Bart habt, dann könnt ihr die kleine Bürste hier zum Beispiel für den Kopf nehmen, für die Seiten das mal ausprobieren und für den Bart. Für den Bart ist so eine Bürste nämlich eigentlich das Nonplusultra, dass sie eben den Bart von Dreck befreit, dass ihr den nicht jeden Tag auch waschen müsst. Solltet ja eigentlich den Bart nicht jeden Tag waschen, sonst trocknet die Haut auch aus. Und eben um die eigenen Öle und auch das Bartöl gut zu verteilen, ist eine Bürste schon eigentlich so Standard, den man haben sollte bei der Bartpflege. Und dann kann man eben vielleicht auch gleich zu der etwas größeren greifen, zu der mittelgroßen und das Ganze auch für die Kopfhaut mal ausprobieren. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr das Video teilt, wenn ihr uns abonniert und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Servus!